Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alright, ihr seid liebe Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget und wir werden gleich mal auf einen anderen Server gehen, wo ich zuletzt nicht mehr online war. Den gucken wir uns gleich mal an. Vorher aber hier auf EU7 das Level 222 mitgenommen und Loop of Idols freigeschalten. Und wir haben ja eine neue Woche und ich hänge seit einigen Wochen eigentlich schon so ein bisschen, ja, ich würde es jetzt nicht nennen Mental Breakdown, aber so, ich hänge so ein bisschen gefühlt im Loch. Ja, und ich befinde mich quasi in einer Art Loch, nicht in der Art, in der man als Mann hin und wieder gern unterwegs sein würde, ne? Ihr wisst Bescheid, aber also nicht, dass ich das nicht hätte, aber so was so SF-Game betrifft oder allgemein hänge ich so ein bisschen im Loch. Also es gibt ja sicherlich viele Ansätze, die das erklären könnten, der für mich, ja, ich sag mal, es ist ein Mix aus verschiedenen Sachen. Zum einen denke ich einfach auch, dass ich mit der Art und Weise, wie ich mein Shakes and Fidget aufbaue, im Moment nicht so viele Leute erreiche, weil sich die Community oder, sag ich mal, das hat sich alles ein bisschen entwickelt, ne? Und trotz sicherlich ambitionierter Versuche vom Inhalt her bin ich halt auch qualitativ gar nicht in der Lage, großartig was anderes zu machen. Und ich denke, das ist ein Grund. Zum anderen und für mich schwerwiegender ist aber tatsächlich der Fall, dass so ein paar Spieler, die ich von früher her kenne, auch mittlerweile aufgehört haben in den letzten Monaten. Das hat irgendwie bei mir auch so ein bisschen ein Loch hinterlassen. Also nicht nur als Weggefährte im Spiel, auch als Zuschauer, als, sag ich mal, Kanalsupporter, denke ich, ist da ein bisschen was weggefallen bei mir und das nimmt mich so ein bisschen auch mit. Ich meine, es ist klar, es ist vollkommen okay. Ja, Spieler hören halt auch mal auf. Aber ich habe irgendwie nicht mehr so das Gefühl, ganz so nah an der Community zu sein und ich werde mir überlegen, wie ich das Ganze vielleicht ändern kann. Im Moment ist es so, dass es mich nicht so motiviert, Videos zu machen. Tatsächlich auch nicht so krass motiviert, allem und ewig hinterher zu rennen. Also einigen Leuten auf EU5 gefällt es nicht, kann ich auch verstehen, aber da richte ich halt auch nicht meine Zeit nach Gildenfights, vor allen Dingen nicht bei eigenen Fights im Moment. Also bei EU5 ist die Situation ja so, ich sollte schon natürlich, wenn es geht, bei der Verteidigung dabei sein gegen die Flotte und auch das Gildenportal machen. Aber meistens, hier in dieser einen Stunde zuvor gab es jetzt Fälle, wo ich halt tatsächlich dann hier in dem Fight nicht da war oder Quest-Equip dran hatte. Also das ist ärgerlich, verstehe ich. Aber allgemein ist es halt für mich natürlich immer noch ein Spiel und ich bin im Moment nicht so krass motiviert, eben aus verschiedensten Gründen. Und das ist eine Phase, die wird sich auch wieder wegentwickeln, denke ich, und beziehungsweise hoffe ich, aber sowas gab es halt auch schon immer, ja, weil man halt ewig auch SF-Game zockt und gerade auf dieser öffentlichen Plattform zockt und ich habe gefühlt halt alles schon gemacht und beredet und habe halt auch nicht dann immer Lust, immer das Gleiche zu machen, oder die gleichen Sachen zu bereden, obwohl es sicherlich Leute gibt, die es vielleicht noch nicht gehört haben, ja, von mir. Und so ein bisschen zählt auch das rein, was Juni in seinem Video erwähnt hat, also er hat da zwei Sachen gesagt, also Shakes and Fidget Late Game Problem, das muss man ein bisschen separieren. Ich denke, darauf könnte ich vielleicht auch nochmal separat eingehen, aber was er auf jeden Fall dort richtig erwähnt hat, ist, dass die Flut an neuen Charakteren natürlich dazu beiträgt, dass gewisse Charaktere in ihrer Effizienz, in ihrer Vollständigkeit nicht so gespielt werden. Ich bin ein Paradebeispiel dafür. Und ich muss tatsächlich an der Stelle wieder erwähnen, und ich habe schon oft gesagt, es liegt auch am Sponsoring. Also es ist nicht so, dass mich Blaya zwingt, neue Server zu spielen, aber es macht mir natürlich auch Spaß wiederum. Und ich lasse mich da natürlich gerne mit dem Support von Blaya da auch reinleiten. Investiere natürlich auch immer ein bisschen selber Geld rein, aber das ist nicht so schlimm. Das würde ich nicht machen, wenn ich es nicht hätte. Trotzdem ist dann vielleicht eine gewisse Erwartungshaltung bei mir drin und nach einigen Wochen verpufft das halt mit dem normalen Fortschreiten des Spiels auch und führt vielleicht auch so ein bisschen darum. Ich habe EU4 und EU6, ich habe EU4 gespielt, recht aktiv, EU3, EU5 halt komplett aktiv, EU6 habe ich mein Projekt gemacht und auf EU7 habe ich jetzt auch wieder ein bisschen losgelegt.
Und ja, so ein Projekt wie auf EO6 war dann natürlich ganz cool. Da habe ich halt nur so 10 Tage, 11 Tage richtig aktiv gespielt, bis ich das Level erreiche. Und dann war halt gut. Ja, da ist auch ein bisschen Ballast von weggegangen. Und ja, keine Ahnung. Bleiben wir gleich mal bei EO6, denn das ist der Server, den ich mir angucken will. Hier seht ihr alle Leute, die hier auf 213 in der Unterwelt aktuell sind. Die scheinen mich in die Unterwelt zu locken. Und das sind einige, das finde ich geil. Vielleicht auch einige von denen, die hier drunter sind, die halt noch nicht 213 erreicht haben, weil sie noch ein paar Mal attacken müssen. Aber dafür war dieses Projekt da und das war ziemlich geil. Ich überlege, ob ich auf EO8 vielleicht das gleiche mache. Aber schauen wir mal. Ein bisschen Zeit geht ja bis dahin noch ins Haus. Und was aber auf Server 6 oder EU6 auf jeden Fall interessant ist, Moment, ich muss da mal reingucken, ist, dass es einen ziemlich auch engen Fight gibt zwischen 2 Gilden hier. Heroes Voice und das Königreich. Zuletzt war das Königreich sogar mal auf der 1. Im Moment sind sie wieder auf der 2. Es sieht so aus, als hätten sie jetzt 2 Angriffe oder Verteidigungen verloren. Das Königreich ist halt Gilde, wo ich auch damals dabei war. Thrones und Seraphima, die beiden sind hier also noch am Start. Sie haben Nuya Bistrip im Team, der ist, glaube ich, im Moment ranghöchster Spieler. Und ja, der Kampf gegen Heroes Voice hier ist, ich hasse das, ist halt knapp. Wie sieht es bei Heroes Voice aus? Ja, vom Level her ist er höchster Spieler, also die ersten Spieler, die vielleicht auch in der Dungeon-Pause jetzt sind, weiß ich nicht. Heroes Voice wird geleadet von Camo und 327, 709 Ritterhalle. Und 318 und 703 Ritterhalle. Also vom Durchschnittslevel ist Heroes Voice tatsächlich auch besser und sollte da oben sein, aber ja, im Zweifel kommt es manchmal immer auf die Pilzkanonen drauf an oder ob eben die Leute, wie auch ich. Übrigens, Locax ist, glaube ich, wenn ich es recht entsinne, auch auf EU5 unterwegs. Capso ja auch noch drin im Königreich hier übrigens. Ja, also gibt natürlich die Fälle, wie dass die Gildenfights immer ein bisschen unterschiedlich sein können, aber es ist zumindest relativ knapp auch dort zwischen den beiden ersten Gilden. Und ansonsten haben wir dann Anarchie, Metropolis, Blackout, anscheinend 3 Gilden, die so ein bisschen um den Rang 3 kämpfen. Blackout von Sonetti geführt, Metropolis von Nero und das ist wohl King Tom. Sonetti ja der auch YouTuber, glaube ich, tschechischer Natur. Hier sehe ich jetzt gerade, Zagreble ist hier dabei, wahrscheinlich also polnische Gilde. Ja, also der Server ist nicht so schlecht aufgestellt, was die reine Dynamik des Servers betrifft. Und in der internationalen Ehrenhalle schauen wir uns das auch mal an. Ich habe vorhin schon mal grob reingeguckt, welche Plätze sie sind. Der Nuya kämpft hier gerade gegen Vars von EU4. Ja gut, er hat natürlich Vars ganz einfache Karten in diesem Fight gehabt. Wahrscheinlich Katharina hat wiederum gegen Nuya Bistrip angekämpft, aber das ist natürlich, ja, also EU7 ist halt, das sind nochmal Welten, ja, muss man dazu sagen, ja. Und ich glaube, das wird sich im Gildenfight ähnlich aussehen. Im Gildenfight ist es ja im Moment so, dass EU4 sogar vor EU3 ist. Die Frage wird natürlich sein, ob vielleicht auch mal EU5 dort auch noch besser sein wird. Also ja, es ist zumindest schon ziemlich knapp, beziehungsweise Outer Banks hat hier gegen Front Memories angegriffen. Also Front Memories hat irgendwie, Tavernenflotte gibt es ja da nicht im direkten Fight. Aber Heroes Voice auf EU6 kämpft also hier gegen die Tavernenflotte. Da ist sie drin und gut, man sieht hier schon, dass einfach mal Tavernenflotte bei Soul King aufhört. Also EU6 gegen EU5 sieht da jetzt auch nicht so einen großen Stich. Wie sieht es denn hier aus? Guck mal an. Auch nicht schlecht. EU7 wird komplett von John Wick hier gelegt. Das ist natürlich eigentlich auch mal geil, in einer Top 1 Gilde, die ja relativ frisch ist, der Level niedrigste Spieler zu sein, um dann
gegen solche Gilden hier zu kämpfen, ne? Coco Jumbo. Okay, ich sehe ja, ist ja auch Coco Jumbo auf EO7 wahrscheinlich nicht die tatsächlich stärkste Gilde, sondern einfach die Gilde, die gerade auf Rang 1 ist, weil die dort natürlich noch Raids machen müssen. Ja, Coco Jumbo, das ist natürlich schon ein bisschen witzig. Also halten wir fest, ich bin so ein bisschen im Mental Break und auf EO6 wird fleißig meine Seele reingeholt und wir haben hier im knappen Fight, ich wünsche natürlich, ich habe ein bisschen so ein Auge drauf, das würde mich freuen, wenn die Gilde es schafft, da natürlich vielleicht auch mal die Rang 1 zu besetzen, aber es ist natürlich auch nicht so einfach und da zählt halt auch wiederum die durchgehende Aktivität und ja, trotzdem wünsche ich denen auf jeden Fall gut Luck dafür und wenn es mit Rang 1 nicht wird, dass wenigstens Rang 2 gut gehalten werden kann, das ist ja auch schon mal viel wert und der Server ist ja auch noch frisch, muss man ja auch sagen. Also, das war's erstmal, kommt gut rein in die Woche, ein paar Worte von mir habt ihr gehört. Und dann würde ich sagen, haut rein, macht da Tschüss und Servus. Euer Basti.